Dieser Mann findet die Location von eurem Haus innerhalb von 30 Sekunden. Das ist der GeoWizard und einer der besten GeoGuessr Spieler auf YouTube. Ich gegen ihn in ganz komischen Ländern. Let's go! Let's go! Okay, ich bin ready. Oh, meine Fresse. Ich kann bewegen, gut, aber sehr... Okay, das... Scheiße, okay. Das kann ja irgendwo sein, in irgendeinem Land, wo Google Maps uns nicht ist. Also, wir haben im letzten Video gelernt, dass wir die Namen unten rechts hier brauchen können. Jean-Pierre Garcia. Das klingt spanisch für mich. Die Leute sehen jetzt eher aus... Ja, die sehen jetzt nicht so europäisch aus, sage ich jetzt mal. Die sehen eher nach Nordafrika aus. Es sieht nicht nach Europa aus. Es sieht für mich nach Nordafrika aus. Beziehungsweise sogar so. Vielleicht nicht mal Nordafrika. Also ich tendiere jetzt so gegen hier. Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten. Aber das sind große Länder, Digga. Das sieht so aus wie, ich weiß nicht, wie man dem sagt, so eine Arena, ein Amphitheater. Ist das so? Sagt man dem so? Egal. Auf jeden Fall sieht das ziemlich römisch aus. Und die Römer hatten gefühlt überall Einfluss, aber ich sag jetzt mal einfach, das könnte in der Umgebung Tunesien sein. Warum ich das sage, weiß ich nicht. Weil ich glaube, das ist nahezu Italien. Keine Ahnung, Mann. Ich gehe jetzt einfach... Also, ich weiß ja nicht, wie der GeoWizard dann das machen wird. Weil ich habe jetzt nicht so viel Experience in dieser Map. Ich glaube, der hat die schon mal gespielt. Wie ich das machen sollte. Weil Spanisch. Ich glaube... Oder gehen wir nach Marokko? Sieht es in Marokko so aus? Ja, ich glaube, ich gehe nach Marokko, weil der Typ heißt Jean-Pierre. Das ist ein französischer Name und hier wird Französisch gesprochen. Natürlich in Tunesien auch, weil der Nachname ist Garcia. Das heißt, das ist ein spanischer Nachname, würde ich ja eher sagen, nicht ein italienischer. Ja, ich gehe einfach rein in der Nähe von Rabat. Vielleicht finden wir was, das so sehenswürdigkeitmäßig angeschrieben ist. Ja, aber es sieht schlecht aus, weil... ja, also ich gehe jetzt einfach in der Nähe von Dings rein, in der Nähe von... Ja, ich gehe jetzt einfach hier rein. In der Nähe von Spanien. Hoffen wir einfach mal, dass es ziemlich in der Nähe ist. Komm, gönn. Scheiße, es war in Algerien. Ich hätte nach Tunesien gehen sollen. Ey, Mann. Okay, here we go. Okay. Is that... Okay, it was taken by a dude called Jean-Pierre Garcia. And I can't really escape the names in the bottom right. I mean, my eyes will just be drawn to it. I'm wondering if this is Palmyra. I don't know. But Palmyra springs to mind. Was ist das? I remember it on Top Gear when Jeremy, James and Hamster drove... I can't quite remember. They made their own racetrack or something, or they drove around here. Bitte nicht. But of course, since then, Palmyra was destroyed by those buggers, ISIS. So I don't know whether this is Palmyra, but this photosphere predates that, which is, I think, unlikely, because that probably got destroyed in about 2014. Or this isn't Palmyra, in which case I don't really know where it would be, but it could easily be a Roman structure. Römisch, habe ich auch gesagt? Anywhere, Palestine, Israel, Turkey. Ja. But the people we're seeing, I think, are Muslim. Yeah, I think so. It's hard to say. I mean, that's a headscarf, a Muslim attire, I think. But that doesn't mean we're not in Palestine, Jordan, even. So I'm going to go into Palmyra if I can find it, which I think is in Syria. Again, I do have to point out that I am... Well, not only did I have a few beers on the weekend, so my head's a bit cloudy anyway, but I'm not playing a lot of GeoGuessr. I'm only editing. So it's a total... I'm using it as a get out of jail card if I do anything embarrassing. Ich hoffe... Geography-wise. Anyway. Ich hoffe so sehr, dass verkackt. Where's Palmyra? Basically. I bet I won't find it, will I? There's Damascus. I mean, where is it? I don't know where it is. Might have to speed this up. Got it. Okay, it's in the middle of nowhere. There it is. There is a town around here. You know, there's normal buildings, which we do have. Let's have a look at this then. So, according to this, ich hoffe, geht dorthin. The town is slightly to the north of whatever you would call this. There's mountains in the north as well. Do we have mountains? Yes, we do. But of course, as we've learnt, the compass
can be wrong. Compass definitely can be wrong. Komm, gönn. Airport. Mach das, geh rein. But basically, there's a lot of temples down here. I would say that it's all of this. One thing I will say is, how badly did they destroy this? I mean, how badly can you destroy it? I mean, I guess you could blow it up with sticks of dynamite and bombs and really destroy it, couldn't you? I guess, but you'd need a lot of heavy... I mean, is this post-destruction or pre? Ist nicht witzig. I don't know, maybe they did a bit of a shit job of it. Who knows, but I've got to go for this now. I've got to go for it. Is there anything else here I can use at all? Ja, mach jetzt, komm, gönn. It does look like we're in a temple of sorts. I'll go there. Ja. No, I'm going to go back where I was. Ja. Oh my god, we're nowhere near. 1000 Punkte hat er geholt und ich hatte 2700 Punkte. Nächste Runde. Abfahrt. Oha, das muss zu finden sein. Das muss zu finden sein. Okay, also. Oh nee, das ist nicht zu finden. Okay. João Galego. Also es ist auf jeden Fall, also was wir sicher wissen ist, dass das Portugiesisch ist. So, jetzt habe ich's. Aber ich habe zuerst gedacht 100%, dass wir in Europa sind, weil diese Schilder sehen aus wie Europa. Porto das Gatas, Porto Ferreira. Aber hier ist Tui. Es sieht nicht aus wie Europa. Das ist schon mal klar. Aber die Leute sehen aus eher wie Europäer. Und die Schilder sehen aus wie in Europa. Für mich. Also ich weiß nicht, ob ich dumm bin, aber es sieht für mich aus wie Europa. Es würde alles darauf hindeuten, dass wir nicht in Europa sind, sondern in Südamerika. Würde ich sagen. Ah, und das Foto wurde gemacht von Harald Speckmann. So ein richtiger deutscher Tourist. Das erste, was ich gedacht habe, Real Talk, war in der Umgebung von Madeira. Weil dort wird auch Portugiesisch gesprochen, aber... Ja, nee, aber das sieht halt schon alles nicht so aus wie dort. Scheiße, falsche Handschilzel, Digga. Ja, moin. Nee, in Madeira ist es sicher nicht. Wenn, dann hier. Aber auch hier nicht, weil das hier sieht nicht aus nach europäischen Kennzeichen. Wo wird noch Portugiesisch gesprochen? Und die sehen jetzt nicht extrem europäisch aus, geschweige denn auch südamerikanisch eigentlich nicht so sehr. Und es ist anscheinend am Meer, weil hier steht Porto, Praia de Canto, Porto Ferreira und João Galego, Provençal. Ey, Real Talk, ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Keine Ahnung. Tui ist auf jeden Fall hier. Es gibt doch einige afrikanische Länder, wo Portugiesisch gesprochen wird. Ich suche ein bisschen die afrikanischen Länder aus, um vielleicht zu sehen, wo vielleicht Portugiesisch gesprochen wird. Wünsche mir Glück. Guinea-Bissau. Guinea-Bissau wird wahrscheinlich Portugiesisch gesprochen, so von der Schrift her. Zum Beispiel Ilha de Bolama, das ist, normalerweise soll das Portugiesisch sein. Ich suche noch ein bisschen weiter, vielleicht finde ich was. Ey, Digga, ich mache einfach auf gut Glück jetzt. Ich mache einfach auf gut Glück. Meine erste Intuition war Afrika. Ich habe jetzt hier den Marker bei Bissau gesetzt, weil mir ist, als würden die hier, João Galego, ja gut. João ist so ein Name wie Müller im Portugiesischen. Das heißt, ich gehe einfach bei Bissau. Ich denke, es könnte Afrika sein, könnte aber auch komplett in Südamerika sein. Vielleicht werde ich mich jetzt komplett blamieren. Wir gehen rein. 3020 Punkte, es war... Ey, Mann, ich wusste, Kap Verde, natürlich sprechen die dort auch. Ich habe diese Inseln komplett vergessen. Right, next one. Oh, jetzt. Okay, this looks like it might be Portugal. Ja, es sieht so aus wie Portugal, aber ist nicht. Probably, we'll figure it out. It's either Portugal or Brazil. But what have we got here? Salrai, Rabil. They do sound more Portuguese to me. Ja, 100%. And I'd say that the signs are European as well. Yep. But I hope I'm right about that. God, this is interesting. Maybe, yeah, she looks like a tourist, possibly a British tourist, very pink-skinned compared to this woman, for example. João Galego, Bofarera. Okay, where's the sun? Because we could be on an island somewhere. That's what I'm thinking at the moment. Ja. Scheiße. The sun isn't really making itself known. Black guy as well, and another pretty dark-skinned guy would point more to Brazil? I don't know. And then the registration plates... Tui. They are Tui vans. So, I would say this is Portugal, but kind of quite remote
because it's a 2E kind of safari. Not safari, but, you know, excursion. And there's another one there as well. Genau das gleiche habe ich auch gedacht, weil es ist alles so europäisch, sieht's aus von den Beschriftungen und so, aber es ist schwierig, So es war wirklich schwierig, Mann. Touristy kind of village, a bit inland, in the Algarve. Aber das ist sehr gut, dass er da So I'm going to search near the sea. Wichtig und in richtig. southern Portugal. Then I will go from there. Okay? Wish me luck. Er findet nichts. Okay, that's interesting. I think I've ruled out Portugal because this is just obviously so hot here. Yeah, that will do me for now. So I'm going over to, which I'm not completely hopeful about, but I'm going over to these, and I'll try this out again. I'll speed it up because I'm conscious of the time that this all could take. So speeding this up, I am in Funchal, right? No, Funchal is here. Here we go. Madeira auch nicht. Madeira auch nicht. Da war ich nämlich. Das sieht überhaupt nicht so aus. Aber ich habe die anderen Inseln vergessen. Oh Mann, Alter. Yeah, it's not looking good. Not least because it's very flat. Very, very flat. The more I look at this, the more it looks like Brazil. But I just don't know at the moment. But yeah, that's a very mountainous island is Madeira, not Funchal. That's the capital. So I'm heading over to these now. Zu den Azoren auch sehr gut, sehr gut. Are also ja. Owned by Portugal. Yeah, São Miguel. Right, so I'll have a little search here. Bear with me. Auch nix. Okay, that is all of the Azores done. Even these ones out here. So we've got to be in Brazil. Ja, That's my thought auch process. vergessen, vergisst's auch. Geil. Where am I going to search here, man? Where am I going to search? God damn. Okay. Geil. Still feels like we're on an island somehow. Okay, I'm going to just skim the coast of Brazil quite loosely and see if I find anything that I think I've seen. Because there's a lot on these signs. There's a lot. Auch nix. Okay, I can go back to that. I think there's an island. I think there is an island off the coast somewhere. Kap Verde war da. Please be an island. How about this one? Nee. No. Bitte geh nicht zurück. Nein. Nein. Scheiße. Cabo Verde. Nein. I guess it could be. Nein, er hat's gefunden. Okay, we're not on that island. There are other ones. There's quite a few. I'm going to go on the top one first. Got something gatas there. Nee, okay, er hat's. It's promising. Er hat's. But it ain't. It's good, but it's not quite right at the moment. Hier ist es. Nee. Oh, have we got it? Ja. I'm sure I saw that. Salrai. Come on. Ja, GG. This has to be it. Rabil. Come on. Yes, I knew I was onto something here. This is why it looked, in my defence, a cross between Portugal and Brazil, right? But what was really playing on my mind was these vehicles. You know, the black registrations and the fact that there's just a convoy of like 4x4s told me that we were somewhere weird, but somewhere that you might go on holiday. Found this, Cabeco dos Tarrafes, João Galego. I found that, finally. So João Galego, either things aren't very well mapped on here, or I've got monumentally confused. I think part of the reason I'm getting confused is the compass is probably wrong. I think we might be here, you know. I just think the compass is wrong. But we probably are here. I think we're about there. GG. Yes! Oh my god, that was so confusing. Oh nee, jetzt muss ich mich viel mehr anstrengen. Mann, nee, scheiße. Okay, nächste Runde. So dumm. Okay. Oh nee. Gifted by the people of Pakistan. Kabul University. Wir sind in Kabul. Alama Global Faculty of Arts. Pakistan? Ist das Kabul? Nee. Afghanistan, Kabul. Also warte mal, sind wir in Kabul University Alama? Wir sind wahrscheinlich in Kabul. Kabul University. Ich muss wahrscheinlich hier Kabul University Faculty of Arts. Faculty of Arts. Das muss ich finden. University. Ist der Kompass richtig? Das geht von Süden nach Norden hier die Straße.
Also sowas. Hallo? Okay. Alama. Ich muss rein. Ich muss jetzt einfach suchen, würde ich sagen, oder? Einfach suchen. Faculty of Social Science. Faculty of Physics. Ministry. Okay. Educational. Okay, also es müsste wahrscheinlich hier irgendwo sein. Ich mache das ein bisschen schneller, wenn es zu langsam wird. Wenn man hier so die Map anschaut, ist es kaum was angeschrieben. Das muss man auch noch dazu sagen. Das ist ein großes Problem. Ja, was soll ich sagen? Also das hier, Faculty of Social Science. Nee. Also, ich gehe jetzt einfach hier rein, weil das ist in Kabul, die Kabul University. Ich werde mich wahrscheinlich wieder aufregen. Es ist eigentlich gerade hier Faculty of Social Science. Das Gebäude sieht ziemlich ähnlich aus. Nicht ganz genau gleich. Und hier hinten macht es jetzt auch nicht extrem viel Sinn. Aber, ja, geht doch, okay. Mehr oder weniger gibt es Sinn. Abfahrt, wir gehen rein. Was? Das gibt es nicht! 17 Meter daneben! Ja, moin, Digga, das ist ja... Hä? Es steht ja einfach gar nicht das, aber geil! Wir sind am richtigen Ort! Geil, das macht es doch halt 1000-mal besser! Geile! Well done if you also got that. Oh my god. Jetzt. Okay. What's this guy doing? I thought he was trying to shoot us then, but I think he's just holding a phone. I think he's Skyping. FaceTiming, whatever people say. Oh my god, I did not expect an Islamic... Hang on a minute. We are in Pakistan. Nee. Lama Iqbal, Faculty of Arts, Kabul University. Wait a minute. So we're not in Pakistan. We're in Kabul. But I'm still confused as to why it's snowing. What do I know? Yeah, there's an Afghanistan flag. Right, let's get to work with this. Let's try and make this a bit quicker, this particular round. Kabul, to be fair, is quite... Yeah, I mean, you're not a million miles from, well, the Himalayas, quite frankly. It's probably quite high above sea level and near places like Tajikistan, which is very mountainous. So Kabul, you hear it a lot in the news and you presume it's hot. And maybe it is in the summer, but sure as hell ain't hot at the moment. So, let's see if we can find this very distinctive looking building then. This is a good one. Findet safe viel schneller als ich. Ich habe so lange gebraucht. For a university. And in particular, Allama Iqbal Faculty of Arts, Kabul University. Okay. Search for a minute and then I'll speed it up if I haven't found it. So I'm looking for, yeah, some of these official looking places. Komm, gönn, dass es nicht findet. Doch, er wird's finden. Yes, we've got a few here. Kardan University, Salam University. Are we recording? We are. Let's also look at the layout of the road here. It's running north to south. There's one. Running north to south. Zawul. But it ain't that, we don't think. Okay. I'm going to keep searching in this manner. Okay, right. I found Kabul University. So I think we're probably around here somewhere. Ist alles komisch dort. Ist alles komisch. Anywhere else. Faculty of Arts. So we've got Science, Da ist er. Physics. So it's only a matter of time. Ja, das Problem ist, es steht nirgends Faculty of Arts. Aber er ist jetzt schon drauf. I mean that. Das muss es sein, That ja. looks a lot like it. Look at that. Faculty of Arts, but look at the building. Ja. Social Science, are you sure? Er ist wahrscheinlich da. I think that could be it, you know. The road, it's going directly north, but slightly northwest, which is also true of that. For me, that's the building, so I'm going for it. 18 yards, come on. GG. GG hat's auch gefunden. Nice. Nächste Runde. Letzte Runde, Nee, die zweitletzte Runde. Okay, jetzt hier. Iran. Wir sind im Iran. Das wissen wir jetzt direkt. Okay, gut. Zum Glück steht hier Iran. Weil die Flagge, da hatte ich ein bisschen gestruggelt, ich sage ehrlich. Okay, Bosch. Das ist auch machbar eigentlich. Ja, einfach eine Bohrmaschine hier oben. Oh Mann, Alter. Bosch überall, man kennt's. Merci, Mama. Kann man sagen, ja. Okay, das wurde von Edwin Mayon Khan gemacht, das Foto. Ist egal. Die Straßennamen, die kann ich aber mir auch mal hinten abstreichen. Keine Ahnung. Ist das Medical? Ist das ein Spital? Heißt das Medical oder ist das ein Gericht? Also, ja, was soll ich sagen? Gibt es viele Städte im Iran? Gibt es da viele Städte?
Ich hoffe nicht. Teheran. Sind wir in Teheran? Es könnte überall sein. Das ist wirklich ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Und der Kompass. Okay, wieder eine Straße von Norden nach Süden. Das macht es ein bisschen besser. Das heißt, naja, was soll ich sagen? Es ist ein bisschen hügelig, kann man sagen. Das heißt, wir könnten in Teheran sein. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach rein in Teheran und suche ein Bosch-Gebäude. Norden nach Süden. Wünsche mir Glück. Ich mache das natürlich schneller und sonst gehe ich in eine andere Stadt. Let's go. Nee, also wenn ich hier noch 100 Jahre weiter suche, dann werde ich verrückt, Digga. Ich werde halt einfach nicht rausfinden, wo genau wir sind, weil, also... ich suche noch ein bisschen weiter, Mann. Nee, keine Ahnung. Also ich habe jetzt noch ein bisschen andere Städte gesucht, aber keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal irgendwo in Teheran rein, in der Nähe von den Bergen. Es wird falsch sein. 8 Kilometer daneben. Es war in Teheran. Steht hier was mit Bosch? Nee. Dann schauen wir mal, was er gemacht hat. Mit ein paar. Nimm 2. Well done if you got that. Let's move on to the penultimate round. Right, okay. Now, straight away, Iran. Wow, Iran. I'm not sure I've ever had Iran before. This is a complete first. Afghanistan, I don't know if I had that before either, if I'm perfectly honest. But anyway, we're in Iran. This might be pretty tricky, but presumably tricky, yeah. We are in the capital, Tehran, right? Yeah. Maybe not. Maybe not. It's a pretty developed country. This could be somewhere else, for all I know. I can't quite read that street name. All I've got is Mama Mercy as a shop name. That is all I've got. And that. Bosch. It's a Bosch shop. There's a drill up there. Okay. So Bosch, Mama Mercy, Mercy Mama. And that, which alludes to some scales, so could be that could be a prison. Look at the fence, or it could be a court of law. Yeah, look. So we've got some stuff, but yeah, I don't know. Let's go into Iran here. What cities do we like? We could easily be in Shiraz, Isfahan, Mashhad, but yep. I'm going into Tehran. I'll go into Tehran, and Ich auch. Because look, I'm not going to find this realistically, and I haven't got time to search for hours and hours. If I search for hours and hours, I could find it. Yeah. But I just haven't got the time, unfortunately. And I just don't see me finding this unless I just happen to chance upon... I mean, the roads are adding up. But unless I chance upon a law court or a Bosch shop in the next few seconds, really. Das wird er nicht finden. I wonder if that thing there alludes to Tehran. Do you know what? I think it does. I'm talking about this. Let's get them lined up. Not quite, but if we go to another city, Isfahan has got the same at the start for some reason. I guess it's. I guess that's the AN because it's backwards, isn't it? I think. I wonder if we can get it from that Gorgan look. It's making sense. Are there any other ANs? That one. No, it's not making any more sense than the original one, Tehran. So yeah, I'm going to stick to that. You never know. I'm going to give myself a couple of minutes here to just see if I can stumble across this prison. Ich hoffe einfach, er ist nicht so nah wie ich, aber ich war 8 Kilometer daneben, das ist viel. Okay, I'm going to go here because there's something there. I don't know what it is and I can't find anything better. Ich glaube nicht, nee. It's a very big city, so yeah, I can't find anything better. And that's about as much time as I'm willing to spend as I... Abfahrt, geh rein, geh rein, geh rein! Yeah, no, well done if you got this, guys, but I couldn't go on much longer. Here we go, here's my guess. We might not even be in Tehran. We were in Tehran. 4.990, ich hatte natürlich weniger, weil ich viel zu viel im Norden war. 4.978. Ey, 12 Punkte weniger. Letzte Runde. Oh mein Gott. Irgendwas Abgebranntes. Oh nee. Oh nee, 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 nee. Was soll das sein? Ja, okay.
Bryce Genevois Photographer. Bryce Genevois. Google Street View Trusted. Ist okay, aber bringt mir auch nichts eigentlich. Ja, was soll ich sagen? Ich bin völlig lost. Irgendwo eine Insel, sag ich. Irgendwo eine Insel, wo Bryce hingehen könnte. Wo Englisch gesprochen wird, das ist wahrscheinlich abgefackelt. Es sieht so aus, als wäre hier alles abgekugelt. Als ob es hier ein Big Baba Feuer gegeben hätte. Das ist keine Ahnung, was das sein könnte. So eine riesige Halle. Hier sieht einer aus wie so einer in Hawaii. Der verkauft irgendwas. Die Jungs, die sehen weiß aus. Und hier ist noch ein Geist einfach nur nebenbei. Niemals werde ich das rausfinden, weil ich habe jetzt auch nicht den ganzen Tag Zeit, um das rauszusuchen. Keine Sprache. Bryce Genevois. So ein Boot ist hier noch. Keine Ahnung. Wirklich. Absolut keine Ahnung. Hier ist noch eine Coastline. Vielleicht ist es trotzdem keine Insel. Oder doch. Ich sag in Ozeanien oder um Südamerika rum. Ist Tasmania so trocken? Nee, oder? Es könnte auch hier irgendwo sein. In Australien, im Süden von Australien. Ich sag Australien. Und wo ist das Meer jetzt hier? Im Süden ist das Meer. Also dann wird es eigentlich schon noch Sinn machen. Also im Süden ist das Meer. Die Bucht ist so, also wenn wir in den Süden schauen, ist da noch etwas anderes. Ist da noch etwas anderes im Süden? Im Südosten nicht. Im Südosten nicht. Im Südosten nicht. Aber im Süden ja. Sind wir hier? Im Süden ja, im Südosten nicht. Wisst ihr was? Cape Spencer. Oh, Ethel Wreck Beach Lookout. Ich gehe hier. Ich gehe hier. Was Besseres finde ich nicht. Ethel Wreck. Abfahrt. Let's go. Gut, 17.000 Kilometer. Es steht nicht mal, ob ich Punkte gemacht habe oder nicht. Ich gehe da mal davon aus, dass ich keine Punkte gemacht habe. Und nochmal sind wir in Kap Verde. Also es ist wirklich eine absolute Frechheit. But last round. Okay. Jesus. That's... Ja. What is that? Looks like an old gold mining or some sort of old frontier contraption. Reminds me of the roller coaster Klondike at Drayton Manor Park, which no longer exists. But it was very rickety. Anyway, where are we? Are we in Canada? No. Canada? Was? I was going to say Alaska, Canada, because of the frontier, but as I've moved around, I don't think that is the case at all. Gee whiz. Keine Ahnung. Bryce Genovia. Bryce, mate. Bryce? Bryce? Where's the sun? Sun is just... Oh, look at that. Bryce Genevois. As I looked at this, as I looked around and absorbed it all, I was thinking maybe Namibia. I don't know why I arrived at Namibia, but I don't know. There's no point me rambling on about it, but Namibia popped into my mind. Now, is Bryce Genevois the kind of name that you would get in Namibia or South Africa? We've got a black dude and two white dudes. I guess it could be Australia, South Africa. Australia, yes. I see. It's going to have to be a wild guess, though, ultimately. That looks quite old, though, that building. This looks really old. This is an absolute stumper, but this is what this map is for. This is what it's all about. Desert Explorers Adventure Center. Platz am Meer? Ist Namibia Deutsch? Weil hier war jetzt viel Deutsch angeschrieben. Ist das Deutsch? Is the compass right? Ich weiß das gar nicht. If he's worth his weight in salt, trusted Street View photographer, then you would think the compass is correct. So let's bear that in mind. Do you know what? I'm going to go with my hunch because I've got fuck all else. And I'm going to go Namibia. And I'll go there. Goodness. Wait a minute. Okay, at least I got the right continent. Would you believe, is bloody Cabo Verde. Ich habe 15.700 Punkte. Es ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Oh, er hat 16.138. Lasst eine positive Wertung da. Abonniert den YouTube-Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.